Hallo allerseits, ich bin heute auf der Heim und Handwerk in München und bin jetzt gerade in Halle A3, in der einige Tiny Houses ausgestellt werden. Das ist hier eines der größeren und das werde ich mir jetzt gleich von innen anschauen. So, jetzt ein Blick in das Tiny House Tegernsee. Ich werde mal schauen, ob jemand da ist. Servus, ich bin der Hannes vom Tiny House Tegernsee und wir bauen seit einem Jahr Tiny Häuser und das ist unser Tiny House auf der Messe. Wie groß ist das? Wie schwer ist das? Wie lang ist das? Lang ist es 7,20, Höhe 3,98, Breite 2,54 und Das heißt, Gewicht komplett eingerichtet 3,5 Tonnen. Das heißt, es ist straßentauglich, ich darf es tatsächlich dann auf der Straße transportieren. Genau. Und jetzt schauen wir uns das mal an, was hier alles an Komponenten verbaut ist. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesehen, es sind ein paar raffinierte Details im Gebäude, aber jetzt machen wir mal erstmal einen kleinen Rundgang, was So. hier ist. Es gibt hier oben einen Schlafraum. Wir haben oben einen Schlafraum mit einem Bett 1,40 Meter auf 2 Meter. Mal vorsichtig raufsteigen, ist auch raffiniert gemacht. Es ist hier ein Teil der Küchenzeile quasi als Leiter verwendet. Da gehe ich jetzt mal vorsichtig rauf. Und dann sehen wir hier die Küche mit dem 1,40 Meter, das Bett mit 1,40 Meter x 200. Wie viel hat man da Sitzhöhe oder Standhöhe insgesamt oben? Circa einen guten Meter. Also doch noch so, dass man sich noch halbwegs gut wohlfühlen kann. Ja. Unter dem Schlafzimmer befindet sich hier das Bad und die Küche, zweiteilig. Ich gehe jetzt mal erstmal ins Bad. Eine Dusche. Da können Sie mir auch gleich ein bisschen was erzählen. Die Dusche hat wahrscheinlich auch fast Normmaße. Die Dusche hat fast Normmaße, ich habe 1,85 Meter und kann wunderbar da herin duschen. Da gibt es einen Vorhang oder wie macht man das dann? Da gibt es dann einen Vorhang, ja. Und das ist aber dann schon hier mit lackierten Seitenteilen, dass da nichts passieren kann, dass die Feuchtigkeit... Das haben wir mit Epoxidharz gestaltet. Kann man auch den Farbwunsch jederzeit anpassen. Gut, auf der anderen Seite das andere, was man auch braucht, hier klassische Toilette, die ist dann irgendwie... Das ist eine Kompostiertoilette. Hey, Kot und Urin wird getrennt. Urin wird jeden Tag ausgeleert. Kot wird kompostiert. also Mit den einer kann- Lüftungsanlage draußen. Und wenn es jemand anders haben will, kann er wahrscheinlich sicher auch eine konventionelle Toilette haben, wenn er einen Anschluss hat. Aber konventionell Wenn er auch. normalerweise einen Anschluss dann vielleicht, weil es fest gebaut wird, das Gebäude, dann eben auch haben. Hier gibt es noch einen Handtuchheizer, elektrisch. Die Küchenzeile, können Sie mir auch ein bisschen was erzählen, was ist da alles vorhanden? Da haben wir Küchenzeile, unten ist der Boiler für warm Wasser drin. Hier ist Stauraum. Dann das Waschbecken. Waschbecken. Bad brauchen wir jetzt kein Waschbecken, Nein. weil das sowieso sehr nah ist. Genau. Hier ist wahrscheinlich auch eine Schiebetür oder Da ist eine Schiebetür. Schiebetür drin, Das ja. können wir uns vielleicht auch noch mal anschauen. Lasse ich mich mal einsperren. Und da ist der Kühlschrank. Ja. Die rausfällt. Da ist ein Kühlschrank. Und auf der anderen Seite haben Sie auch noch mal einen zweiten Schlafplatz. Genau, da ist das Bett 1,20 Meter auf 2 Meter. Das heißt also, hier könnte tatsächlich eine dreiköpfige Familie durchaus... Ohne weiteres. Jetzt haben wir noch ein paar Details. Diese Leiter hier, die ist verschiebbar. Die Leiter ist verschiebbar, damit man anständig in der Mitte nachgehen kann. Könnte man ganz komplett rüberziehen auch. Kann man ganz komplett rüberziehen. Was hat es mit dem Brett auf sich? Dann kann man da schon wieder sitzen. Ach, Den Tisch kann man rausziehen das, und hat hier schon wieder aha, gut. Das heißt, der Tisch hat die Standardfläche von ungefähr 80 mal 1,20 Meter. Meter. Genau. Hier ist eine Sitzecke und danke, das ist, Die Sitzecke, da haben wir noch Stauräume. sind überall Stauräume drin. Gut. Und dann haben wir hier noch in der Ecke auch ein paar Details, die versteckt sind. Eine Und der Tischplatte. Duschecke. Gut, das heißt also, ist hier ein Schreibtisch oder eine Leseecke, die Schreibtisch. Sie hier haben.
Wir haben überall USB-Anschlüsse. Auch gleich verbaut als USB-Ladegeräte. Genau. Und hinten ist noch ein Kasten. Hinten haben wir noch Stauraum. Gut. Da ist auch der Sicherungskasten drin. Und die Fenster sind isolierverglast? Sind doppelt isolierverglast, ja. Die Außenwände haben 6 cm Dämmung drin. Und da haben wir auch noch einen Stauraum. Herr Schneider, Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie sind Zimmerer. Wie lange schon? 20 Jahre bin ich schon Zimmerer. Und wie kam es zu der Idee, jetzt plötzlich Tiny Häuser zu bauen? Sie bauen das jetzt seit einem Jahr, oder haben Sie gesagt vorhin? Mein Nachbar, der verkauft die Hänger und dann habe ich auch gleich mal gekauft und da haben wir Tiny House gebaut. Das heißt Hänger, das heißt, das ist ein konventioneller, niedriger Anhänger, auf den das Haus einfach nur draufgestellt wird. Genau, so ein Plattformhänger. Plattformhänger. Das heißt, ich könnte das Haus auch später einfach nur den Hänger wieder wegmachen und dann ist es wirklich ein festes Haus. Komma. Das Haus ist mit dem Rahmen nicht fest verbunden. Mit dem Tragrahmen. Und das Haus hat dann zur Stabilisierung an allen 4 Seiten wahrscheinlich was zum Nivellieren, Genau. dass ich dann die richtige Höhenlage einstellen kann. Kann man ausrichten. Lassen wir bloß die Leiter wieder. Hinaus. Jetzt? Wunderbar, danke. Gutes Geschäft. Okay. Also hier ist dann wirklich vom Platz her einiges kompakt gelöst worden. Was haben wir Innenraumgröße insgesamt? Mit oben wären wir ungefähr 120 Quadratmeter. 120 Quadratmeter. Und außen ist er ja 7,20 Meter, 7,20 Meter lang. Auf 2,55. Das heißt, wir haben innen dann Dämmung weg ungefähr 2,30 circa. Das ist dann doch schon Genau. ganz nett. Jetzt noch die kleine, bescheidene, aber doch wichtige Frage, was muss man denn für so ein Tiny House Tegernsee ausgeben? Ja, der Messepreis ist 79.000 Euro. Ist das dann netto oder schon inklusive Mehrwertsteuer? Das ist inklusiv. Wie lange dauert es, wenn man bestellt, bis sowas geliefert wird? Was fertigen Sie? Wie lange rechnen Sie da? Im Moment mit 4 Monaten. Zwischen 4 und 6 Monaten. Aber dafür individuell. Das heißt, man kann dann tatsächlich seine Wünsche noch äußern, wie man die Man kann seine Inneneinrichtung Wünsche etwas äußern, ja. anders löst und was man eventuell Genau. noch anders macht. Wenn man an einen Kühlschrank will, wenn man noch irgendwie einen Schreibtisch haben will, gibt es da noch Ideen, was man mit einem Schreibtisch machen könnte, wo man den verstecken könnte? Man könnte oben ein Brett quer fürs runterhängen lassen und dann oben am Schreibtisch arbeiten. Das heißt, das Schreibtischplatte dann unterm Dach so schräg, 30 cm Höhe. Genau. Das ist ja doch eine tolle Idee, wie ich dann tatsächlich nochmal mehr Raum zusätzlich irgendwie nutzen kann. Und Anschluss ganz normal 230 Volt. 230 Volt und Wasser und Abwasser wird durch einen Tank entleert. Das heißt also entweder durch einen Tank oder wenn es irgendwie ortsfest installiert wird, wenn Dann- einmal die Gemeinden mitspielen. Momentan ist es wahrscheinlich noch ein Problem mit der genehmigungsrechtlichen Seite, Genau. ob man solche Siedlungen eventuell als Ersatzsiedlungen für Leute, die sich 2000 Euro pro Quadratmeter für ein Grundstück nur mehr in sehr bescheidenem Rahmen leisten können. Aber die Grundstücke können jetzt auch gepachtet werden und die Gemeinden werden irgendwann mitspielen. Und was braucht man momentan genehmigungsrechtlich, damit man das aufstellen darf in einem Grundstück? Brauche ich da Baugenehmigung oder was brauche ich da? Kann man noch nicht genau sagen, weil jede Gemeinde das anders handhabt und ist schwierig. Im Außenbereich sowieso nicht, aber im Innenbereich. Das heißt, da wäre noch viel Fantasie nach oben, gerade was Natürlich. das Thema bezahlbares Wohnen angeht, wo wir hier im Großraum München erhebliche Probleme haben, wenn die Umlandgemeinden hier Ideen hätten, wo man solche Tiny House Siedlungen unterbringen könnte, dann wäre vielen Leuten wahrscheinlich geholfen, weil man dann doch viel mehr Wohnraum auf die Schnelle schaffen könnte. Genau. Irgendwann müssen die Gemeinden und die Städten was machen. Und mit einem Tiny House wäre ein guter Schritt getan. Gut, dann bedanke ich mich beim Hannes Schneider aus Königsdorf. Sie fertigen die alle komplett in Königsdorf. Die werden komplett in Königsdorf gefertigt, genau. Das heißt also nicht nur Made in Germany, sondern Made in Bavaria. Made in Bavaria, genau. Gut, bedanke mich fürs Gespräch und für die interessanten Erklärungen. Gerne. Wiederschauen.